Einen wunderschönen guten Tag. Hier schauen wir von VR, ich bin Mo Tensen und wir kommen langsam wieder ein bisschen runter. Also gibt es auch wieder News, ja, das ist schön. Natürlich sind die auch noch sehr PlayStation VR 2 zentriert, aber heute in diesem kurzen Video ein paar Titel, die wir demnächst kriegen werden für die PlayStation VR 2. Dann kann man jetzt die Linseneinsätze von den VR-Optikern bestellen. Und dann wollte ich euch nochmal zeigen, dass es auch kostenlose Demos und sogar ein kostenloses komplettes Spiel für die PlayStation VR 2 gibt. Und am Ende gibt es noch ein gigantisches Gewinnspiel, das wir uns hier, Isa und ich, einfach spontan ausgedacht haben, weil ihr einfach Knorke seid. Bleibt dran, viel Spaß bei diesem Video. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Yo. Fangen wir doch einfach mal mit den Spiele-News an. Ja, natürlich gibt es ständig neue Ankündigungen. Tin Hearts ist ein ganz, ganz allerliebstes Physical-Puzzle-Spiel. Ich habe das vor allen Dingen in VR gespielt. Es ist ein paar Jahre her auf der Rift. Es gibt mittlerweile davon Flat-Version, auch auf der PlayStation 5, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe mich immer gewundert. Aber jetzt ist es nochmal offiziell. Es wird auch VR-Version geben. Und natürlich auch für die PlayStation VR 2 kommt Tin Hearts in Sommer 2022 raus. Könnt ihr euch freuen. Das ist wirklich, wirklich absolut allerliebst. Ich suche nochmal mein Video dazu raus und verlinke euch das jetzt hier. Guckt mal rein. Total nett. Und auch die Entwickler von Crysis Brigade, oder wie es dann später hieß, wieder Crysis Brigade, haben ihr Dev-Kit bekommen für die PlayStation VR 2. Also wir wissen, was das heißt. Kommt demnächst. Es gibt auch bei Epic zu der Unreal Engine ein Interview mit den Firewall-Entwicklern. Und falls wir es bisher noch nicht stabil wussten, ja, Firewall Zero Hour läuft auf der magischen Unreal 5 Engine, ja, die hat richtig Saft, Leute. Ich bin wahnsinnig neugierig. Firewall wird noch ein bisschen dauern, ja, das ist nichts, was jetzt in den nächsten Monaten rauskommt. Macht euch auch darauf gefasst, aber Firewall war auch schon auf der PlayStation 4 mit der PlayStation VR 1 ein Spiel, das so gut aussah. Leider hatte es nie besonders hohe Auflösung. Ja. Ich habe mir immer gewünscht, dass wir das nochmal abgedatet bekommen auf der PlayStation VR 2. Jetzt bekommen wir halt einen ganz neuen Titel mit Firewall Ultra. Und der wird auch nochmal komplett überarbeitet und läuft jetzt offensichtlich auf der Unreal Engine 5. Ich erwarte einfach nur Gigantisches von den Leuten, die so talentierte Grafiker haben in ihrem Team. Falls ihr euch dafür interessiert und gar nicht wisst, was ist denn die Unreal Engine 5, ja, auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, wo ich darüber gesprochen habe. Das verlinke ich euch hier. Ich wollte auch noch erwähnen, dass es eigentlich ständig wieder neue Titel im Store gibt für die PlayStation VR 2. Einer, der jetzt schon ein bisschen länger da ist Awesome Asteroids, auch relativ günstig mit 8 Euro. Da werde ich demnächst mal reingucken, denn ich hatte auf der PlayStation VR 1 einen Titel, der so ähnlich war, den habe ich geliebt. Ja, und das ist hier von unseren verrückten Strange Games. Da gucken wir demnächst rein. Aber auch für unsere Football-Fans gibt es mittlerweile schon 2 Spiele, wenn ich mich nicht täusche. Voll krass. 2MD VR Football Unleashed All-Stars ist auch dazu gekommen. Und ich habe jetzt hier auch den guten Runner entdeckt. Ja, der war auch noch nicht immer da. Ich weiß nicht, wann die dazu gekommen sind, aber jetzt wisst ihr es halt. Was ich euch auch berichten wollte, ist, dass es tatsächlich auch wieder einen Sale gibt für die gute alte PlayStation VR 1. Ja, dürfen wir ja nicht vergessen. Ihr wisst, damals habe ich regelmäßig Videos gemacht, wo ich tatsächlich jeden einzelnen Titel mit einem kurzen Mini-Review versehen habe. Ich habe über jedes Spiel ganz viel erzählt, wie ich das finde. Ja, hier Sniper Elite zum Beispiel ist ein super schöner Titel für die PlayStation VR 1. Und, Firewall Zero Hour hatten wir gerade. Ja, das Original jetzt gerade für 12 Euro für die PlayStation VR 1. Und das fantastische, unglaubliche, niemals vergessene Farpoint für 9,99. Shadowpoint ist auch ein sehr schönes Ding, 13,99. Ja, Leute, also ich will jetzt nicht alles aufzählen. Übrigens, Arizona Sunshine, die Entwickler, von denen ist ja After the Fall, hatte ich gefragt, gibt es denn auch Arizona Sunshine für die PlayStation VR 2? So, meinten sie, das hätten sie nicht aktuell in Planung, aber ausgeschlossen ist nicht. Ich würde es mir wünschen, ich hätte Bock drauf, das auch auf der PSVR 2 zu haben. Und hier, absolute No-Brainer, Leute. Mask Maker gibt es für 1,99, also entschuldigt, da müsst ihr zuschlagen. A Fisherman's Tale, auch 2,99, das ist auch ein fantastischer Titel, wohlgemerkt. Die beiden laufen halt, mit denen, die ich eben zusammen gesagt habe, nur auf der PlayStation VR 1. Ja, fantastisch. Skyward für 1,49. Come on, Leute, was geht? Also, auch die PlayStation VR 1 Besitzer da draußen, ihr seid nicht vergessen, wir machen weiter Dinge. Hier noch ein Fundstück, das im ersten Auf gar nicht so viel mit VR zu tun hat, aber irgendwie doch. IOI sind nämlich die Leute, die Hitman gemacht haben, ja, und Hitman, absolute Überraschung, brachte dann VR-Support mit. Hitman 3, ja, das konnte man komplett auf der PlayStation VR 1 in VR spielen und es sah gigantisch aus. Ja. Ich habe nie verstanden, wie die das technisch hinbekommen haben. Absolute Meisterleistung. Man konnte dann auch noch den ganzen Content von Hitman 1 und 2 in Hitman 3
reinholen und komplett in VR spielen. Gigantisch, gigantisch. Guckt euch mal bitte an, ich habe davon 700 Videos gemacht, wo ich mit offenem Mund durch die Gegend laufe und gar nicht fassen kann, was für ein Glück ich habe. Die PlayStation VR 1 hatte natürlich in dem Fall mit dem DualShock-Controller eine ganz schön zickige Steuerung, ja, aber es ist gigantisch gewesen. Wenn man das gehandelt bekommen hat, dann hat man den Spaß seines Lebens gehabt. Ich warte immer noch und hoffe auch, ja, da können wir auch zusammen vielleicht was tun, dass wir eine PlayStation VR 2 Anpassung für Hitman 3 bekommen oder mittlerweile haben sie es umbenannt in Hitman Welt oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall, wenn ihr IOI irgendwo seht, ja, bei Twitter, Facebook oder so, schreibt den gerne mal, dass ihr eine PlayStation VR 2 Unterstützung erwartet. Sowas hilft. Kein Scheiß. Ich mache es tatsächlich auch immer noch so, wenn ich irgendwo einen Tweet sehe von Entwicklern, die zum Beispiel sagen, hier, unser neues AAA Autorennen, voll fetzig, schreibe ich immer drunter, das sieht ja richtig gut aus. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es PlayStation VR 2 Unterstützung bekommt oder überhaupt VR Unterstützung bekommt, dann würde ich es mir gerne holen. Das könnt ihr machen, ja, das kann man auch mal alles freundlich machen und supportive, das muss nicht immer Genörgel sein, denn tatsächlich bei Cockpit-Spielen, finde ich, ist eine VR-Anpassung so easy. Wenn Entwickler Feedback von euch bekommen, dann machen die das. Macht es, ja. Schreibt immer im Internet, das würde ich mir super gern holen, wenn es VR-Unterstützung hätte. Das hilft wirklich. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. IOI macht nämlich das nächste Ding, ja. A new adventure begins at IOI. Join the party and help us realize our vision for a bold new online fantasy RGB. Die machen jetzt ein Online-Fantasy-Rollenspiel. Finde ich echt ganz interessant. Die haben ja jetzt super gut abgeliefert mit Hitman und machen die Serie seit gefühlt PlayStation 2 oder so, ja, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall interessant, dass sie jetzt auch mal was komplett Neues machen. Ich habe auch darunter natürlich direkt getweetet, kommt das auch für PlayStation 2, ja, denn es hilft wirklich, macht das überall. Wollte ich auch nur mal erzählen, ist irgendwie interessant und IOI sollte man einfach im Auge behalten. So, für die das noch gar nicht mitbekommen haben, ja, wenn ihr die PlayStation VR 2 neu habt und euch unsicher seid, was für ein Spiel ihr euch jetzt kaufen wollt, ich mache auch als unmittelbar nächstes Ding ein komplettes Video darüber, welche Spiele man eigentlich auf der PlayStation VR 2 haben muss. Gerade als Anfänger, ja, was ist verträglich und was haut rein, muss man aber gesehen haben. Kommt auch noch. Für den Moment könnt ihr aber auch Folgendes machen. Holt euch einfach kostenlose Demos. Die gibt es nämlich von einigen Spielen. Horizon hat eine kostenlose Demo, ja. Klickt einfach im Store auf Horizon, dann findet ihr da die kostenlose Demo. Resident Evil 8 hat eine fast kostenlose Demo, die kostet 25 Cent, ja, das ist einfach so eine Schutzgebühr, die muss man berappen und dann könnt ihr aber auch da mal reingucken und schauen, wie ihr euch dabei fühlt. Star Wars Tales of the Galaxy's Edge hat auch eine kostenlose Demo. Puzzling Places, ja, ganz chilliges Ding, kostenlose Demo. Song in the Smoke hat seit kurzem die Demo, die kostet aber auch 25 Cent, also da müsst ihr richtig raustun, ist aber günstiger als das Originalspiel. Und dann gibt es noch eine Demo für Cosmonius High. Ich finde Cosmonius High ersetzt, also die Demo, die ersetzt tatsächlich so ein bisschen den Astrobot damals. Weil das ist auch so ein Ding, wo man so ganz viel anfassen und Blödsinn machen kann. Die macht sehr viel Spaß. Dann gibt's zu Drums Rock eine Demo, die nichts kostet und vor allen Dingen zu Humanity. Und Humanity hat nicht nur eine Demo, die auf der PlayStation VR 2 läuft, die läuft auch auf der PlayStation 5 am Fernseher und auf der PlayStation 4 am Fernseher und auf der PlayStation VR 1. Ja, ist alles da, vollkommen abgefrühstückt. Und dann gibt es am Ende auch noch ein komplett kostenloses Spiel, das habt ihr sicher schon entdeckt, nämlich Cactus Cowboys Plant at War. Und das ist ein junger Mann hier aus Deutschland, das ist ein deutscher Entwickler. Ich schnack auch hin und wieder mal mit ihm gerade. Es ist interessant, es ist ein sehr einfaches, aber tatsächlich ein Story-Shooter, ja, so wie das gute alte Call of Duty, allerdings mit Kakteen. Das ist sehr witzig, aber bemerkenswert, denn dieses Spiel ist auch einer der Titel, der gerade technisch auf der PSVR 2 gut was zeigt, ja. Der läuft nämlich mit einer sehr hohen Auflösung, mit einem Subsampling von 1,7 stabilen 90 Hertz. Falls das jemandem technisch was sagt, wird er sich jetzt freuen. Die anderen einfach nur kostenlos holen, reingucken und Spaß haben, ja. Man kann rumknattern ohne Ende und das finde ich auch ziemlich cool von Cactus dann. Schönen Gruß an ihn von hier aus. Diese ganzen Sachen könnt ihr euch holen. Da kommen sicher auch noch immer wieder welche dazu. Ja, dann werde ich euch demnächst auch darüber berichten. Könnt ihr sicher sein. Alles klar. So, und darauf haben nicht nur ich, sondern auch einige von euch richtig gewartet. Seit heute Nacht um 12 Uhr oder so kann man tatsächlich die Sehstärke-Linseneinsätze bei den VR-Optikern bestellen. Ich habe es schon oft gesagt, ich habe in allen meinen VR-Headsets Einlegelinsen. Das ist halt wirklich ein extremer Komfortfaktor, sodass ich gemerkt habe, dass ich, obwohl es eigentlich gut reinpasst, auf der PSVR 2 auch
mit meiner normalen Brille nicht so gerne spiele. Schon allein, weil man immer Angst hat, dass die anstößt und Kratzer dann auf dem Glas macht. Ja, das passiert tatsächlich nach einer gewissen Zeit, ist das soweit. Bei mir auf der PSVR 1 hat es lange gedauert, aber dann konnte ich die echt wegschmeißen und musste mir eine neue holen. Nicht so schön. Und es ist halt wesentlich komfortabler. Ich habe mir die Linse bestellt. Ich bekomme sie jetzt auch und werde natürlich ein Testvideo darüber machen, ja, wenn ich sie habe. Aber das dauert noch. Also ich kann euch jetzt sagen, dass sie bestellbar sind. Ich vertraue den Feueroptikern sehr. Ich mache mir da keine Gedanken. Wenn ihr sie bestellen wollt jetzt, bevor ich ein Testvideo darüber gemacht habe, benutzt bitte meinen Link. Da kommt ihr nämlich dann direkt hin. Und vor allen Dingen, wenn ihr dann den Couponcode MoFunVR eingebt, dann spart ihr auch einfach noch 5 Euro. Das ist ein Affiliate-Link. Ich bekomme dann ein paar Cent von den Optikern. Freue mich auch. Dann kann ich nämlich Isabella mal einen Drink spendieren. Ist das nicht toll? Übrigens, ihr könnt auch als Nicht-Brillenträger einfach nur Planlinsen bestellen. Die kosten 45 Euro. Und dann sind eure Originallinsen von der PlayStation VR 2 einfach komplett geschützt. Auch noch ein kleiner Tipp. Es gibt auch bei ThinkWorks nur so Ringe, kann man sich kostenlos die Datei runterladen und dann nur so Schutzrahmen für die Linsen holen. Die stehen ein bisschen ab, sodass eine Brille im besten Fall nicht mit den Gläsern kollidieren kann. Ist auch eine Möglichkeit for free, solange ihr einen 3D-Drucker habt. Ja? Ansonsten kennen ja vielleicht Leute jemanden mit einem 3D-Drucker und hauen ihn immer an. Auch noch eine Möglichkeit. Ja? Aber für Brillenträger, die Sehstärke-Linsen-Einsätze von Feueroptiker, ich bin schon wirklich, wirklich sehr gespannt, denn die PlayStation VR 2 soll ja mein Daily Driver werden, sagt man so. Ja? Und mit den Einlegelinsen geht das dann bei mir erst richtig los mit den Mega-Dauer-Gesuchte. Und dann müsst ihr auch aufpassen. Ja, dann gibt es wahrscheinlich 15 Livestreams am Tag hier. Ich habe ja noch einige Spiele, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Also ganz easy. Nutzt den Link, den Coupon MoFunVR rein und zack, sparen. Große Geschichte. Und jetzt kommt der Teil, auf den ihr vielleicht gewartet habt. Jetzt geht's um das Gewinnspiel. Warum gibt es eins? Ich weiß auch nicht. Ich weiß es. Ich weiß das. Ich habe gestern mal wieder durch die Kommentare gelesen. Das mache ich häufiger, aber gestern irgendwie mal wieder und länglich. Und habe dabei festgestellt, so wow, die Leute sind ja richtig nett zueinander. Die beantworten sich Fragen, die wollen uns Dinge leihen. Sie haben uns Dinge geliehen, ja? Wir haben von Pascal einen Kopfhörer bekommen. Lenkräder werden uns angeboten. Unfassbar nett. Lenkräder werden uns angeboten. Bierkästen werden uns vorbeigebracht. Nee, soweit ist noch nicht. Unfassbar nett. Und dafür müssen wir uns bedanken, habe ich gedacht. Und bin hier ins Zimmer gestürmt und habe den Mo angesprochen. Der sagte so, ja, du hast recht, ich habe das auch schon gedacht. Genau, mir ist es auch aufgefallen. Ja, gerade als ich so viel mit den PSVR 2 Videos zu tun hatte, kam ich manchmal dann dahin und wollte noch schnell Fragen beantworten und habe immer gesehen, das hat schon jemand aus der Community beantwortet. Ja. So, und ich finde das richtig gut und das ist auch tatsächlich die Stärke, Leute. Ja? Wenn wir uns alle gegenseitig helfen und wenn wir alle gegenseitig Wissen haben, dann können das schnell alle Leute erfahren. Und Isa möchte immer Gewinnspiele machen. Auf diesem Kanal, ich liebe Gewinnspiele. Auf diesem Kanal mache ich das eher wenig. Manchmal kriege ich einen Key doppelt von einem Entwickler, dann mache ich das auch. Ja, dann kriegt ihr den. Das ist gar kein Problem, aber das ist hier gar nicht das Konzept. Ich möchte nämlich hier keine Leute haben, die einfach nur da sind, weil es was umsonst gibt. Ihr seid die Community, ihr macht miteinander Sachen. Irgendwelche komischen Gewinnspielleichen brauche ich auch nicht bei den Abonnenten. Und das ist tatsächlich das Konzept. Aber Isa liebt es und heute machen wir es. Ich habe tatsächlich dann auch gestern angefangen, nochmal den Entwicklern, mit denen ich sowieso die ganze Zeit zu tun hatte, wegen der PlayStation VR 2 zu schreiben. Ey, guck mal hier, hast du nicht Bock, ein paar Keys rauszutun? Haben sie gemacht. Wir haben schon eine ordentliche Sammlung. Also jetzt nicht gigantisch, aber richtig gute Sachen, ne? Richtig gute Sachen. Eine schöne Sache, ne? Synth Riders haben wir ein paar Keys. After the Fall habe ich ein paar Keys. Song in the Smoke habe ich ein. Cave Digger. Thumper gibt es auch. Es kann auch gut sein, dass das bis zum Sonntag, kommen wir gleich zu, noch mehr werden. Und ich habe sogar einen für Horizon Call of the Mountain. Gucken wir mal, was noch dazu kommt. Aber jetzt geht's erstmal um das Gewinnspiel. So funktioniert es. Ja? Alte Hasen wissen schon, was jetzt kommt. Ihr macht bitte Folgendes. Ihr liked erstmal dieses Video hier, dann shared ihr es, ja, einfach auf Twitter, Facebook, wo auch immer, druckt es euch aus, nimmt es morgen mit zur Arbeit und zeigt das Video ausgedruckt euren Kollegen. Das geht auch. Hauptsache es ist geshared. Und dann, und das ist am wichtigsten, kommentieren. Schreibt in die Kommentare. Genau. Und wenn Leute, die mich kennen, uns kennen, dann wisst ihr schreibt nicht irgendwas in die Kommentare, sondern... Nein, wir würden gerne erfahren, wie lange ihr den Kanal abonniert habt. Wie lange folgt ihr MoFunVR? Das interessiert mich. Mich interessieren Dinge, die ihr so, wie lange ihr dabei seid, was ihr so macht. Das finde ich immer ganz interessant. Und wie ihr euch dabei gefühlt habt, hänge ich jetzt mal einfach mit dran. Also die eigentliche Frage ist tatsächlich, wie lange seid ihr schon hier Abonnenten und guckt zu? Ja, also easy, ganz easy. Und wenn ihr daneben schreiben wollt, warum ihr das tut und wie ihr euch dabei fühlt, ist das gerne. Dazu.
Denn hauptsächlich dient das dazu, damit wir am nächsten Sonntag, da werde ich nämlich tatsächlich wieder Mo's VR News und Talk Show machen. Offensichtlich ist Isabella dann auch dabei. Die Redaktion. Ihr wisst, dass wir hier einfach in unserem Wohnzimmer sitzen, ne? Also, Mitglieder der Redaktion MoFun VR sind auch am Sonntag dabei. Da machen wir die Talkshow. Ihr kennt das schon, wenn ihr lange dabei seid. Und da wird das dann verlost, ne? Das ist eine automatische Verlosung. Also hier in den Kommentaren rumschleimen bringt leider nichts. Es sei denn, ihr sprecht direkt Isa und ihre fantastische Erscheinung an, dann könnte es wahrscheinlich, ne? Nein? Ich finde die Kommentare, die Komplimente für die Stimme fand ich sehr nett. Ja, hatte sich gefreut. Da habe ich mich wirklich gefreut. Aber das Gewinnspiel gibt es nicht nur deswegen. Ne? Genau, und das machen wir. Die Hälfte der Keys, und das ist auch wichtig, die hebe ich mir aber für die Leute auf, die eine Kanalmitgliedschaft haben. Ihr kennt das vielleicht gar nicht, man kann natürlich ein kostenloses Abo machen, aber es gibt auch eine Kanalmitgliedschaft. Die Leute supporten diesen Kanal natürlich extrem. Und die habe ich natürlich auch immer im Hinterkopf und möchte besonders was zurückgeben. Die bekommen nicht nur einen Key, wir haben nämlich tatsächlich auch noch diese fantastische kleine Statue von Quill. Die habe ich hier schon länger und wollte sie mal irgendwie unters Volk bringen. Ein Unikat. Und das wird jetzt an diesem Wochenende endlich auch verlost. Und Grader, du musst dir keine Sorgen machen, das wird nur unter den Kanalmitgliedschaftsabonnenten verlost. Also du hast eine sehr gute Chance. Was für eine süße Maus. Aber alle anderen kriegen einfach, wenn sie Glück haben und wenn sie gewinnen, ein schönes Spiel für die PlayStation VR 2. Ich würde mal sagen, ich drücke euch die Daumen. Wir werden dann am kommenden Sonntag jetzt wahrscheinlich so ab 18 Uhr oder so. Vielleicht fällt uns ja bis Sonntag sogar noch das ein oder andere spontane Ding ein. Ich würde es nicht wundern, die Redaktion sitzt hier den ganzen Tag. Und ich denke mir gerne Sachen aus. Ich finde das super. Das ist nicht so, dass ihr einfach nur Kuchen isst und über Gulasch nachdenkt, träumt. Ja, so ist das nicht. Nein, wir finden noch Sachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der nächste Sonntag wird sehr lustig werden. Also seid dabei, schreibt vor allen Dingen hier in die Kommentare, liken, sharen, kommentieren. Ihr kennt das ja, dann seid ihr bei dem Gewinnspiel dabei. Die Leute mit der Kanalmitgliedschaft, den mache ich extra nochmal ein kleines Kanalmitgliedschafts-Super-Video. Das könnt ihr dann nicht sehen, das sehen nur die. Die haben eine eigene Liste und natürlich größere Chancen für ihre Spiele und die kleine Quill. Und damit sind wir erstmal raus für heute. Wir drücken die Daumen, ne? Bis dann, Mutensen. Macht weiter so. Macht genauso weiter. Ich finde das klasse, wenn wir uns alle gegenseitig helfen. Das war's. Ich hoffe, ihr habt voll Bock drauf. Mutensen und Isa, MoFun VR. Bis ganz bald. Bis Sonntag. Immer für euch da. Ciao, ciao.